Dass ihr Limonade selber zu Hause machen könnt, das wusstet ihr. Aber habt ihr auch gewusst, dass ihr die schön fermentieren könnt, so dass ihr alle guten und gesunden Inhaltsstoffe noch viel besser aufnehmen könnt? Tja, ich zeige euch heute, wie einfach das Ganze geht. Dafür braucht ihr erst einmal ein paar Zitronen. Entweder 6 bis 8 kleine oder 5 bis 7 große. Ich habe tatsächlich hier ein paar größere. Ihr braucht ein großes, sauberes Gefäß und ich benutze jetzt gerne einen Sparschäler. Alternativ geht es natürlich auch mit einem Messer, aber ich finde, dass man das mit dem Sparschäler einfach besser hinbekommt, das Weiße an der Zitrone zu lassen, denn das ist bitter und das möchten wir ja später in unserer Limonade nicht haben. Die Zitronen habe ich selbstverständlich vorher einmal abgewaschen. Das sind Bio-Zitronen. Und dann habe ich sie ordentlich an der Luft trocknen lassen, ganz in Ruhe, ganz entspannt. Ich habe das morgens abgewaschen und dann abends einmal zubereitet. Und ihr könnt sehen, mit dem Sparschäler geht es wirklich leicht von der Hand. Selbstverständlich könnt ihr statt der Zitronen auch andere Früchte verwenden. Nicht nur andere Zitrusfrüchte wie zum Beispiel die Orangen, sondern ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass das auch mit heimischen Früchten super klappt. Wie wäre es mit einer schönen Erdbeerlimo oder Himbeeren oder Äpfel, Pflaumen? Alles ist da tatsächlich möglich. Dem Geschmack sind hier wie immer keine Grenzen gesetzt. So, und während ich hier schäle, kann ich euch sagen, das Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf mehr klickt. Es steht aber auch noch mal zum Schluss, da habe ich das noch mal schön aufgeschrieben, dann könnt ihr euch sonst auch noch mal eben einen Screenshot machen. Und wer solche leckeren Rezepte zukünftig nicht mehr verpassen möchte, der macht einfach einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal kostenfrei und am besten teilt das Video auch nochmal, damit andere sehen, wie einfach und lecker man Köstliches hier zaubern kann. In dem Rezept habe ich euch dann auch wirklich aufgeschrieben, wie viel Gramm Zucker ihr pro Frucht braucht. Ich habe jetzt ganz normalen handelsüblichen Zucker verwendet. Selbstverständlich könnt ihr das auch durch Honig, Sirup ersetzen. Wie sich das mit so einem Pseudozucker wie Erythrit zum Beispiel, wie das Ganze läuft, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich sowas überhaupt nicht verwende. Für den Fall, dass ihr das austestet und ob das klappt oder nicht, schreibt das mir daher bitte gerne in die Kommentare. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr das ganze Rezept nachmacht, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich nochmal verlinkt unter Emma Backt oder Emma Magians. Das ist immer toll zu sehen, was ihr da immer Schönes draus zaubert. Wichtig für euch zu wissen, wenn ihr solche Rezepte auch vor allen anderen mal exklusiv haben wollt, mit einem Blick hinter den Kulissen und ganz schnellen Antworten auf euren Fragen, die euch gerade unter den Nägeln brennen, dann guckt mal unten in die Beschreibung. Da seht ihr nochmal meine Mitgliedschaft. Mittlerweile biete ich die nicht nur auf YouTube, sondern habe da auch noch das Abo auf Facebook oder auch auf TikTok. Also da freue ich mich, wenn wir auch hier ein bisschen weiter wachsen. So, nachdem ich jetzt die Schalen abgemacht habe, kommt jetzt ein bisschen Zucker ins Glas. Es ist tatsächlich im Gegensatz zu der gekauften Limonade wirklich nicht der Rede wert. Und vor allem dient der Zucker einfach dazu, den Mikroorganismen das Leben zu erleichtern und das Fermentieren wirklich so in Gang zu bringen. Die Schalen gebe ich jetzt einfach oben drauf. So. Und ihr könnt sehen, dadurch, dass ich den Sparschäler benutzt habe, ist da auch so gut wie nichts Weißes. Die Zitronen dann richtig ordentlich auf der Arbeitsfläche oder wie bei mir hier auf dem Brett einmal kurz durchdrücken. Das bewirkt, dass die Zellwände platzen und dadurch könnt ihr viel einfacher den Saft pressen. Entweder mit der elektronischen Saftpresse oder, weil ich jetzt den Platz gerade nicht hatte für meine Küchenmaschine, die da hinzustellen, könnt ihr das natürlich auch damit machen. Schön ordentlich auspressen, so dass wir auch wirklich den ganzen Saft bekommen. Ein bisschen muss ich da hier nochmal entlang gehen. So. Und dann, damit ich nicht die Körner drin habe, also die Samen von den Zitrusfrüchte, nehme ich einfach hier eben Haarsieb, bevor ich das dann da reingieße. Und ihr könntet theoretisch auch die
Saaten, will ich die ganze Zeit sagen. Die Körner einfach drinnen lassen. Die Kerne, genau, nicht Körner, nicht Saaten, Kerne. Die könnt ihr theoretisch auch mit reinmachen. Ich persönlich finde immer, da ist die Gefahr dann groß, dass da sich vielleicht etwas anderes bildet, was ich nicht haben möchte. Deswegen lasse ich die einfach von vornherein heraus weg. Das kommt dann schön in den Kompost. Das ist für mich so in Ordnung. Alternativ natürlich Biomüll, wenn ihr den habt. So, und so gehe ich einfach bei jeder Zitrone vor, gucke, dass ich so viel Saft wie möglich rauspresse. Und ihr seht es, das ist doch kein Hexenwerk. Ihr braucht für diese Limonade tatsächlich nur 3 Zutaten. Das eine sind die Zitronen, da sind wir gerade dran. Das andere ist der Zucker, der ist da jetzt auch schon drinne. Und die dritte Zutat ist ein bisschen Wasser. Und ich kann es euch wirklich versprechen, ihr kriegt da wirklich was Schönes, Sprudeliges raus. Das ist so fantastisch und ihr merkt es auch, wenn ihr es trinkt. Es ist natürlich säuerlich-zitronig, so wie es sein soll, erfrischend dadurch, trotzdem ein wenig süß, aber nicht zu süß, also richtig fantastisch. Also ich kann es euch gar nicht beschreiben, wie froh ich bin, das mal hier herausgefunden zu haben und das Rezept an euch weiterzugeben. Deswegen lasst es mich wissen in den Kommentaren, was ihr davon haltet und welche Variation ihr machen wollt und welche ihr dann tatsächlich auch gemacht habt. So, ich rühre das Ganze jetzt schon mal durch. Das könnt ihr hier mit einem Holzlöffel machen, mit einem Metalllöffel, wie auch immer. Das interessiert die Mikroorganismen überhaupt nicht. Wichtig ist halt immer, wenn ihr irgendwas herstellt, egal ob Sauerteig, Limonade oder auch Hefewasser, ihr müsst einfach sauber arbeiten. Also eure Hände vorher waschen, die Gerätschaften vorher sauber machen. Aber das ist ja generell bei den Lebensmitteln so. So, und nun kommt da jetzt 1 Liter Wasser hinein. Ihr könntet auch noch ein bisschen mehr hineingeben. Tatsächlich hätte ich da vielleicht noch mal so 200 Milliliter mehr hinzugeben können. Ich wollte es aber erst mal mit dem Liter ausprobieren. Und ich rühre das Ganze jetzt noch mal ganz kurz durch, so dass sich der Zucker auflöst. Danach kommt ein Deckel drauf. Ich habe jetzt hier meine Tücher. Und dann einen halben Tag später, also immer morgens und abends, so ähnlich wie bei einem Sauerteig und beim Hefewasser, sieht es hier schon ein bisschen bedeckter aus. Es ist aber keine Keimhefe oder ähnliches, sondern man merkt einfach, da arbeitet schon etwas. Das Ganze rühre ich dann einmal kurz um. So. Und die Herstellung dieser Limonade dauert circa, da müsst ihr gucken, wie warm es bei euch ist, 3 bis 4 Tage. Ihr könnt es hier vielleicht links am Thermometer erkennen. Bei mir war es ein bisschen kälter, deswegen hat es einen halben Tag länger gedauert. So, 12 Stunden später gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ihr könnt übrigens auch statt der Haube einfach auch ein Küchentuch nehmen oder ein Küchenkrepp und das dann mit einem Gummiband dort befestigen. Das klappt auch. Es ist halt einfach wichtig, dass was drüber ist, damit keine Fruchtfliegen oder ähnliches sich davon angezogen fühlen, denn das kann tatsächlich leicht passieren. Daran habe ich auch festgestellt, dass es fertig ist, weil die Fruchtfliegen dann drumherum um das Glas, die haben das gerochen und gemerkt. Das ist übrigens auch ein ganz tolles Zeichen, dass euer Sauerteig, euer Hefewasser oder jetzt auch diese Limonade fertig ist. Ihr könnt übrigens auch alternativ, wenn ihr nicht warten wollt und ihr habt schon die selbst hergestellte Hefe, auch das Hefewasser trinken. Klappt sehr gut. Einfach ein wenig davon nehmen, mit Wasser verdünnen, frische Eiswürfel, einfach fantastisch und lecker. Vielleicht nicht mit einem Tomatenhefewasser, aber wenn ihr eins mit Früchten ansetzt, dann ist es tatsächlich sehr köstlich. So, und auch hier wieder schön umrühren das Ganze. Das ganze Equipment, was ich übrigens benutze und euch empfehlen kann, das steht wie immer unten in der Beschreibung. So, und jetzt seht ihr, da tut sich so langsam was. Also man kann es leider nicht so gut hier jetzt erkennen, aber da steigt Kohlensäure an den Seiten hervor. Und auch hier kann man es vielleicht schon mal so ein bisschen hier und da erkennen. Also, da ist jetzt schon was passiert und genau das ist das, was wir dann auch haben wollen. Ich rühre es nochmal um. Es ist noch nicht ganz fertig. Es braucht vielleicht noch so einen halben Tag. Und dann könnt ihr es auch wirklich erkennen. So, da konnte man das jetzt gerade richtig schön sehen, wie da die Kohlensäure schon aktiv ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr etwas nehmt,
zum Abdecken, wo das Gefäß atmen kann. Und jetzt hier 12 Stunden später, das sieht doch schon richtig gut aus. Die Zitronenschalen waren dann auch tatsächlich oben in dem Gefäß. Das ist kein Anzeichen dafür, dass etwas fertig ist oder dass es noch nicht fertig ist. Das ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal bleiben die Sachen unten, manchmal schwimmen sie nach oben. Also bitte das nicht als Indiz sehen. So, und dann habe ich das mal probiert. Das war tatsächlich schon mal sehr lecker. Und jetzt füllt ihr das Ganze erst einmal ab. Das heißt, wir wollen die Schalen erstmal abgießen. Ich weiß tatsächlich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, ob man die Schalen theoretisch noch ein zweites Mal verwenden könnte. Dann fehlt aber natürlich noch der Zitronensaft. Aber eventuell könnte man die Zitronenschalen sonst noch mal eben trocknen und ganz normal für Zitronenabrieb benutzen. Falls euch das interessiert und die Lust habt, das mal zu sehen, dann teste ich das gerne einmal für euch aus, denn es soll ja nichts verkommen. So, das abgesiebte Zitronenwasser fülle ich jetzt hier in 2 Gefäße um. Für einen wäre es zu viel gewesen. So, und hier mit den zweien kriege ich das so, ja, gut halb voll. Ich habe jetzt einfach diese Wegflaschen genommen, die ich habe. Da gehen 0,75 rein. Natürlich ist das da nicht voller. Deswegen hatte ich ja überlegt, ob ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser nehme, damit diese Flasche weiter gefüllt ist. So viele Gedanken immer bei den Videos für euch. So viele Ideen, die ich für euch habe. Ich kann euch das gar nicht zeigen. Ich habe so lange Listen schon mit irgendwelchen Videoideen, die ich euch zeigen möchte. Aber falls dennoch Fragen sein sollte oder ihr auch Wünsche und Ideen habt, schreibt sie mir bitte gerne in die Kommentare. So, den Rest füllen wir auch auf. Und dann könnt ihr das Ganze, also die Zitronenlimonade, im Kühlschrank lagern. Also wie bei der fertigen Hefe, die ihr selber herstellt, oder auch dem Sauerteig, wenn die fertig sind, dann ab in den Kühlschrank damit. Ich decke das Ganze hier mit den Glasdeckeln ab. Da kommt jetzt hier so eine Gummilippe, so einmal drüber. Und dann geht das drauf und dann verschließe ich das mit diesen Clips immer gegenüber. Das kommt dann in den Kühlschrank und das hält sich mindestens 1, 2 Wochen. Theoretisch auch länger. Es kann dann aber sein, dass der Zucker dann aufgebraucht ist, der da drin war. Dann eventuell vielleicht einfach noch mal ein bisschen Zucker dazugeben. Schmeckt das einfach ab. Genießbar ist es in jedem Fall. Und ich habe jetzt hier noch eine Bio-Zitrone genommen. Die sieht nicht so schön aus, sind halt Bio-Zitronen. Und werde das hier schön mit Eis genießen. Ihr könnt es sehen, das war im Kühlschrank. Und das ist so traumhaft lecker. Also, macht es schnell nach, lasst es euch schmecken. Und natürlich habe ich jetzt hier noch ein paar Videos für euch zum Anschauen und Nachmachen. Ich bin bald wieder für euch zurück. Bis dahin, liebe Grüße, eure Emma.